Während du deine Flucht in den Wald planst, beobachtet Andreas dich aus seinem Fenster im 7. Stock. Mit 67 Jahren lassen ihn seine Beine im Stich. Seine Welt beschränkt sich auf 24 Quadratmeter. Mitten in Deutschland, unter Millionen und doch völlig allein. Andreas ist kein Prepper. Er ist ein Widerstandskämpfer. Ein Kämpfer, der lieber am Leben festhält, als mit einem Ölkrug in der Hand in einer ausweglosen Festung auf den Tod zu warten. Heute erzählt dir Andreas selbst von diesem stillen Kampf in den Betonblöcken von Berlin, München oder Hamburg. Bist du bereit? Denn das könnte auch deine Zukunft sein. Ich bin Andreas, 67 Jahre alt, 7. Etage. Kein Aufzug. Meine Beine machen nicht mehr mit. Viele von euch planen zu fliehen. Wälder, Berge, Verstecke. Für mich gibt es keine Flucht. Mein ganzes Leben passt inzwischen auf 24 Quadratmeter. Wenn etwas passiert, werde ich nicht rennen können. Ich werde nicht kämpfen können, also habe ich eine andere Entscheidung getroffen. Ich bleibe. Während ihr Rucksäcke packt, lerne ich, wie man überlebt, wie man Wasser sammelt, wie man Essen haltbar macht, wie man aus Butter Ghee macht. Kleine Dinge, aber für jemanden wie mich sind sie alles. Vielleicht lacht ihr darüber. Ein alter Mann, allein in einer kleinen Wohnung. Aber glaubt mir, wenn die Welt plötzlich still wird und die Lichter ausgehen, dann beginnt der Kampf auch hier oben, im 7. Stock. Vielleicht denkt ihr jetzt, was kann ein alter Mann im 7. Stock schon tun? Vielleicht habt ihr recht, vielleicht nicht. Aber eines weiß ich sicher. Wenn eines Tages das Licht ausgeht, wird niemand an meine Tür klopfen und sagen, Andreas, wir helfen dir. Also lerne ich jeden Tag ein kleines bisschen mehr zu überleben. Heute Ghee herstellen. Morgen vielleicht etwas anderes. Aber bevor ich das Video beende, möchte ich euch etwas fragen. Wenn ihr an meiner Stelle wärt, 67 Jahre alt, im 7. Stock, ohne Möglichkeit zu fliehen, was würdet ihr tun? Vielleicht rettet einer eurer Tipps irgendwann einem alten Mann im 7. Stock das Leben. Sie haben von Andreas gehört. Er entwickelt eine Strategie inmitten scheinbar unmöglicher Umstände. Doch nun ist es an der Zeit, der beruflichen Realität ins Auge zu sehen. Viele von ihnen träumen zwar davon, in die Wälder zu fliehen, doch sie leben in einer Illusion. Die Wahrheit ist, 43% von ihnen werden, genau wie Andreas, in diesen Betonzellen im Herzen der Stadt gefangen sein. Und wenn die Aufzüge stehen bleiben, wird der 7. Stock entweder eine Festung oder ein Sarg für sie sein. Sie haben die Wahl. Wir enthüllen Andreas Liste und seine Geheimnisse der Energiegewinnung. Erste, das unbesiegbare Trio, Stoffwechsel, Treibstoff. Andreas Liste beginnt nicht mit schweren Konservendosen. Sie umfasst Honig, unbegrenzte Haltbarkeit, sofortige Energie und antibiotische Eigenschaften. Salz, nicht nur für den Geschmack, sondern das einzige Mittel zur Konservierung von Lebensmitteln und zur Aufrechterhaltung des Elektrolythaushalts. Ghee, geklärte Butter, die einzige Möglichkeit, Kalorien ohne Kühlschrank zu erhalten. Für Andreas, das ist kein Luxus, das ist das Öl fürs Überleben. Zweitens, die vertikale Stauraumtechnik. Kein Platz auf 24 Quadratmetern, dann trotzen sie der Schwerkraft, unter Sofas und Betten. Er stapelt Wasserflaschen vertikal und ineinandergreifend, wie Legosteine, statt horizontal. Das verteilt die Last auf dem Boden und nutzt den Platz 30% effizienter. Über Türen. Er bringt Holzregale über den Türrahmen an. In diesem versteckten Raum, den niemand beachtet, kann er 50 Kilo Mehl und Hülsenfrüchte lagern. Drittens, die unsichtbare Art, Wasser aufzubewahren. Wasserflaschen nehmen Platz weg. Andreas verwendet Trinkblasen. Er verstaut sie in Schränken, zwischen der Kleidung. Aber das wahre Geheimnis sind Thermoskannen. Sie speichern nicht nur Wasser, sondern halten es auch auf der gewünschten Temperatur, sodass er im Notfall keine Energie zum Kochen aufwenden muss. Viertes, Trockenkochenpaket, Energiesparen. Pasta steht nicht auf der Liste, da sie viel Wasser und Hitze benötigt.
Stattdessen Couscous und feiner Bulgur. Sie werden einfach mit heißem Wasser übergossen und gekocht. Getrocknetes Gemüse. Es benötigt 10-mal weniger Platz als frisches und ist sehr nahrhaft. Nun werden wir Andreas Geheimnisse der Gesetze des Großstadtdschungels in 13 Punkten untersuchen. Von Punkt 3, 9 und dem letzten Punkt, 13, haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört. Lassen Sie mich wissen, ob Sie diese Punkte bereits kennen, wenn Sie soweit sind. Oder falls Sie andere Informationen haben, teilen Sie diese bitte in den Kommentaren mit. Erstens, piezo-resistives Abhörsystem, Fuß im Erdgeschoss. Geräusche hören. Andreas ist 67 Jahre alt und kann nicht laufen. Deshalb muss er lange vor dem Klopfen an seiner Tür gewarnt werden. Wenn die Aufzüge ausfallen, wird das Treppenhaus zu einer riesigen, akustischen Röhre. Der Clou: Indem er einen einfachen Becher oder ein piezoelektrisches Gerät an die Wasserleitungen oder Heizkörper seiner Wohnung hält, kann Andreas vom 7. Stock aus hören, wenn sich die Haustür öffnet oder die Treppe im 1. Stock knarrt. Metallrohre leiten Schall 15-mal schneller und klarer als Luft. 10 Minuten bevor der Feind vor der Tür steht, ist man gewarnt. Das Treppenhaus wird zum Frühwarnsystem. Das ist das Prinzip der Festkörperakustik, das Bergleute unter Tage nutzen, um miteinander zu kommunizieren. Zweite Vertikale: Abfallkonservierung mit Kupfersulfat, Geruchsdisziplin. Die häufigste Todesursache in der Stadt sind nicht Plünderer, sondern die Abwasserkanäle, die nach dem 3. Tag platzen. Man kann nichts aus dem 7. Stock werfen. Wer es doch tut, weiß, wo es landet. Aber es ist möglich. Der Clou: eine kleine Menge Kupfersulfat, Blaustein oder eine hochkonzentrierte Mischung aus Katzenstreu und Backpulver in einen Abfallsack gefüllt, trocknet den Abfall nicht nur, sondern mumifiziert ihn. Bakterien werden gestoppt und Gerüche beseitigt. Man kann monatelang mit seinem Abfall in einem 24 Quadratmeter großen Raum leben, ohne dass auch nur ein einziges Geruchsmolekül entweicht. Das Ergebnis: Während die Nachbarn an Cholera erkranken, wenn die Abwasserkanäle platzen, bleibt ihr Zimmer so steril wie ein Operationssaal. 3. Wassergewinnung aus der Luftfeuchtigkeit durch Adsorption. Jeder hofft auf Regen, doch in der Stadt befindet sich das wahre Wasser in der Luft, genauer gesagt in der Luftfeuchtigkeit. Besonders in feuchten Klimazonen wie Deutschland. Der Clou: Mithilfe des Temperaturunterschieds zwischen Tag und Nacht, einer einfachen Polyethylenfolie an der Fensterinnenseite und einem darunter angebrachten Rinnensystem lassen sich jede Nacht 250 bis 500 Milliliter destilliertes Wasser allein aus dem Atem und der Luftfeuchtigkeit draußen gewinnen. Dieses Wasser ist zwar mineralarm, aber für Andreas das Letzte, was er zum Überleben braucht. Es ist wie ein Glas. Wenn die Wasserversorgung versiegt, wie soll ihn dann der eigene Atem am Leben erhalten? Wenn das Wasser in den Leitungen ausgeht, muss er lernen, den Schweiß auf dem Glas zu trinken. Diese vertikale Kondensationstechnik wird in Überlebensratgebern für die Wüste, Solardestille, beschrieben. 4. Die Wärmesignatur von Ghee und emissionsarmes Kochen. Ein Feuer in der Stadt zu entzünden bedeutet: Kommt und sucht mich. Selbst ein Gasherd leuchtet im Infrarot, Wärmebildlicht von Kameras oder Nachtsichtgeräten. Das Unbekannte daran: Andreas Ghee, geklärte Butter, hat den höchsten Rauchpunkt, 250 Grad Celsius, aller Öle. Das bedeutet, es behält seinen Brennwert auch bei sehr niedrigen Temperaturen, ohne zu rauchen und mit minimaler Wärmeabgabe. Ein mit Ghee auf einem Teelichtofen zubereitetes Gericht ist für Wärmebildkameras unsichtbar. Was sie vor Infrarotaugen verbirgt, ist ein Glas Öl. Warum Ghee? Weil es nicht nur Lebensmittel ist, sondern ihr Tarnumhang. 5. Thermoakustischer Kühlschrank. Kühlung ohne Strom auf 24 Quadratmetern. Als im 7. Stock der Strom ausfällt, ist Andreas größtes Problem der Verderb von tierischen Proteinen außer Ghee. Der Clou: Andreas kann in seiner Wohnung einen einfachen, thermoakustischen Stapel aus dicken Papprohren und etwas Glasfaser oder Dämmmaterial bauen. Niederfrequente Schallwellen wie Straßenlärm oder Gebäudevibrationen erzeugen Wärme, wenn sie durch die engen Kanäle im Inneren des Rohrs laufen. Ein Ende des Rohrs erhitzt sich, während das andere überraschenderweise abkühlt. Dieses Prinzip nutzt die NASA im Weltraum. Er nutzt den Lärm des endlosen Chaos in der Stadt, um seine Lebensmittel zu kühlen. Schall wird zu Energie, Energie wird zu Kälte.
6. Faraday-Tapete, Schutz vor EMP und digitaler Ortung. Eine von Andreas größten Ängsten sind die Wärmebildkameras oder Signaldetektoren derer, die eines Tages vor seiner Tür stehen könnten. 24 Quadratmeter zu schützen, ist schwieriger als einen Wald zu schützen. Das unbekannte Detail: Andreas isoliert nicht nur die Wände seiner Wohnung, sondern baut einen kostengünstigen Faraday-Käfig. Er verbindet gewöhnliche Aluminiumfolie von der Küche mit der Erdungsleitung des Gebäudes, ähnlich einem Kupferrohr für Heizkörper, und lässt dabei keine Lücken. Dies schützt nicht nur vor elektromagnetischen Impulsen, EMP, sondern minimiert auch alle aus seiner Wohnung austretenden Funkfrequenzen und die Wärmesignatur elektronischer Geräte. Für eine Drohne oder einen Detektor, der von außen beobachtet, erscheint der Raum wie ein leerer Raum. 7. Kapillare Wasserreinigung. Ein physikalischer Sieg über die Schwerkraft. Andreas kann sich nicht bewegen, schwere Filter nicht drehen oder zum Wasserreinigen hinunterklettern, aber er nutzt die Gesetze der Physik. Das unbekannte Detail: Andreas hantiert nicht mit Kohle oder Sand, um verschmutztes Wasser in sauberes zu verwandeln. Mit Hilfe von Baumwolldochten oder gewöhnlichen Toilettenpapierrollen hebt er das Wasser Zentimeter für Zentimeter durch den Kapillareffekt an. Stellt man den Behälter mit dem verschmutzten Wasser nur 10 cm unter den Behälter mit dem sauberen Wasser, sinken die Schwermetalle und großen Partikel im Wasser aufgrund der Schwerkraft nach unten, während das reine Wasser entlang der Fasern nach oben steigt und in den sauberen Behälter tropft. Dies ist das Geheimnis, warum Pflanzen Wasser Hunderte von Metern hoch transportieren. Es funktioniert lautlos, benötigt keine Energie und versorgt Andreas im Schlaf mit Wasser. 8. Psychologische Akustik. Geistige Verteidigung in der Krise. In einer belagerten Stadt ist der größte Feind der Schall. Wird Andreas wahnsinnig werden, wenn er die Schreie von der Straße im 7. Stock hört? Der entscheidende Punkt ist folgender: Andreas dämpft die tieffrequenten Panikgeräusche, Explosionen, Schreie, Sirenen von draußen, indem er in bestimmten Ecken seiner Wohnung mit Wasser gefüllte Flaschen auf unterschiedlichen Höhen platziert. Helmholtz-Resonator. Diese Methode ist ein architektonisches Geheimnis, das in antiken Theatern zur Schallstreuung oder Absorption eingesetzt wurde. Andreas verwandelt sein Zimmer in eine Insel der Stille. Während draußen das Chaos tobt, bewahrt er sich in seinen 24 Quadratmetern den Verstand. 9. Peltier-Effekt und Stromgewinnung aus Kerzenlicht. Als Andreas Batterien leer sind, bricht seine Verbindung zur Außenwelt, sein Radio ab. Ziel ist die Installation von Solarpanelen im 7. Stock. Andreas baut ein Peltier-Element, eine kleine Platte mit Wärmeleitpaste, aus einem alten Computer aus. Hält er ein Ende an eine brennende Kerze und das andere an eine Fensterscheibe oder einen Behälter mit kaltem Wasser, die dem kalten Wind ausgesetzt ist, erzeugt er durch den Temperaturunterschied Strom, Seebeck-Effekt. Obwohl der Strom gering ist, reicht er aus, um ein Radio zu betreiben oder eine LED-Taschenlampe zum Leuchten zu bringen. Die Kerze spendet nicht nur Licht, sondern dient auch als Wärmespeicher. Unsere Referenz: Es handelt sich um eine Heimversion des Prinzips, das in Raumsonden RTG verwendet wird. 10. Lebensmittelkonservierung mit Kapillarfeuchtigkeitskontrolle. In einer Wohnung im 7. Stock ohne Strom führt die hohe Luftfeuchtigkeit dazu, dass Lebensmittel, Mehl, Hülsenfrüchte innerhalb einer Woche schimmeln. Andreas stellt offene Behälter mit Holzkohle oder Kreidestaub in die Ecken seiner Wohnung. Am effektivsten sind jedoch die in kohlensäurehaltigem Wasser getränkten Baumwollvorhänge. Diese absorbieren überschüssige Feuchtigkeit aus der Luft, hygroskopischer Effekt, gleichen den Kohlendioxidgehalt im Raum aus und verhindern chemisch das Wachstum von Schimmelpilzsporen. Feuchtigkeit wird so nicht zu Andreas Feind, sondern zu einem Mechanismus, der seine Lebensmittel schützt. 11. Galvanische Batterie. Unendliche Energie aus einem Heizkörperrohr. Wenn Andreas Batterie leer ist, ist er von der Außenwelt abgeschnitten. Doch in seiner Wohnung verläuft eine massive Stromleitung durch die Wände. Rohre aus verschiedenen Metallen. Andreas kann einen Niederspannungsstrom erzeugen, indem er einen Elektrolyten, eine einfache Kochsalzlösung oder ein mit Urin getränktes Tuch zwischen das Kupferwasserrohr und den Stahlheizkörper in seiner Wohnung legt. Dies nennt man eine galvanische Korrosionszelle.
Besteht die Gebäudeinstallation aus verschiedenen Metallen, was in älteren Gebäuden in Deutschland sehr häufig vorkommt, fungiert das Gebäude im Grunde als riesige Batterie. Dieser Strom kann ein Radio betreiben oder einen Kondensator aufladen. Zum Vergleich, das Prinzip des kathodischen Korrosionsschutzes, der zur Verhinderung von Korrosion an Schiffsrümpfen eingesetzt wird. Damit lässt sich zwar kein Heizkessel betreiben, aber es liefert genügend Mikroampere, um ein Radio- oder Funkgerät im Notfall wieder zum Laufen zu bringen. Die Energie der Stadt ist in diesen rostigen Metallen in ihren Wänden verborgen. 12. Atmosphärische Beobachtung. Die Stadt durch Wolkenreflexionen beobachten. Andreas befindet sich im 7. Stock, kann sich aber aufgrund seiner Beine nicht vom Fenster entfernen. Hinauszuschauen würde ihn zur Zielscheibe von Scharfschützen machen. Mit einem einfachen konvexen Spiegel oder einer glänzenden Metallschale, die er an der Decke seiner Wohnung oder in der oberen Ecke des Fensters platziert, kann Andreas die Lichter der Stadt oder die Rauchbewegungen an den tief hängenden Wolken beobachten. Diese Methode nennt man Himmelsleuchtenanalyse. Er kann anhand dieser schwachen Reflexionen, selbst bei Stromausfall, den Puls der Stadt in den Wolken erfassen, in welchem Viertel es brennt, aus welcher Richtung sich Militärkonvois nähern. Er sieht die gesamte Stadt von seinem Zimmer aus, ohne sich dem Fenster nähern zu müssen. Zur Erinnerung, diese Technik nutzten Seefahrer in der Antike, um Inseln unter dem Horizont anhand von Wolkenreflexionen zu erkennen. Nun werden einige fragen, wozu brauchen wir das, wenn wir doch ein Fernglas haben? Nun ja, aber wenn es ums Überleben geht, ist es unerlässlich zu planen und auch die unwahrscheinlichsten Szenarien im Voraus durchzuspielen. 13. Natürliche Belüftung und Gasschutz durch Unterdruck. Bei einem Brand oder einem Chemieunfall wird der 7. Stock zur Rauchfalle. Andreas kann nicht entkommen. Er kann in seinem Zimmer einen Überdruck erzeugen, indem er den Spalt unter seiner Tür schließt und sein Fenster nur oben 1 Zentimeter öffnet. Ist es im Zimmer warm und draußen kalt, entsteht ein Luftstrom, der einen Kamineffekt bildet. Hält Andreas ein mit Aktivkohle getränktes Tuch? Er kann ein altes T-Shirt in Holzkohlepulver tränken. Vor das Fenster wird die einströmende Luft gefiltert. Dies ist ein einfaches, aber effektives Luftreinigungssystem, das ohne Strom funktioniert. Handelt es sich bei dem austretenden Gas um ein schwereres als Luft, wie manche chemische Gase, sind die oberen Stockwerke sicherer, doch Rauch steigt nach oben. Andreas' Strategie ist es, die Überlebenszeit im Feuerrauch zu verlängern. Seht ihr? Dieses einfache T-Shirt und der Kohlenstaub, die ich in Punkt 13 erwähnt habe, sind eure einzigen Schutzmaßnahmen, die ihr schneller erreichen könnt als die modernste Gasmaske. Jetzt mal ehrlich, wer von euch hat das schon mal gehört? Ihr kennt Andreas. Er hat angesichts der Unmöglichkeiten eine Strategie entwickelt, ein Lichtblick in der Dunkelheit. Aber er ist nur ein Symbol. Es gibt Tausende von Andreas in euren Straßen, in euren Wohnhäusern. Und vielleicht ist einer von ihnen die Person, die ihr im Spiegel seht. Das Überleben in der Stadt ist kein Glücksspiel, es ist Disziplin. Ihr habt gelernt, auf das Geräusch der Rohre zu achten, Wasser aus eurem Atem zu gewinnen und Kraft aus der Wärme einer Kerze zu schöpfen. Ihr habt keine Ausreden mehr. Jetzt gebe ich euch eine letzte Aufgabe. Wenn ihr dieses Video beendet, schließt eure Wohnungstür ab und betrachtet eure 24 Quadratmeter große Welt mit den Augen eines Strategen. Wo liegt eure Schwäche? Wo ist eure Festung? Werdet ihr wie Andreas standhaft bleiben oder beim ersten Beben zusammenbrechen? Wir sind eine Gruppe von Katastrophenschutzexperten. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Wir dürfen nicht in Panik geraten. Wir müssen uns ständig verbessern, indem wir ruhig, besonnen und entschlossen handeln. Als Kommissar versuche ich, etwas zu bewirken. Danke, dass ihr dabei seid. Wenn euch meine Bemühungen gefallen, abonniert meinen Kanal, kommentiert und unterstützt mich. Passt auf euch auf, wir sehen uns in einer anderen wahren Geschichte. Auf Wiedersehen, Kommissar, und denkt daran, wenn eine Krise kommt, stehen die Aufzüge still, aber euer Verstand muss weiterarbeiten. Andreas wartet im 7. Stock. Und ihr? Wo seid ihr?